2 Augen in der Dunkelheit, leuchtend, grün, sie starren dich an. Kein Gesicht drumherum, kein Körper, nur diese Augen. Und sie blinzeln nicht. Das ist Luzifer, gemalt von einem Müllersohn aus Niederbayern, einem Mann, der Kandinsky und Klee unterrichtete, und einem Gemälde, vor dem sich Minister bekreuzigten, jedes Mal, wenn sie den Raum betraten. 1891. Sofia. Fürst Ferdinand von Bulgarien hat ein neues Gemälde für seine königliche Sammlung gekauft. Er hat es persönlich abgeholt, nicht aus einer Galerie, aus dem Atelier eines Münchner Malers. Er reiste nach München, betrat das Atelier und nahm das Bild mit. Als seine Minister das Gemälde zum ersten Mal sehen, bleiben sie stehen. Einer nach dem anderen macht das Kreuzzeichen. Es wird zur Tradition, jedes Mal, wenn sie an diesem Bild vorbeigehen. Jedes Mal. Der Maler hieß Franz von Stuck und er erzählte diese Geschichte mit Vergnügen weiter. Schau dir das Bild an. Bildmitte. Ein nackter Mann sitzt in vollkommener Dunkelheit. Er stützt den Kopf auf die linke Hand. Die rechte greift nach hinten, hinter seinen Rücken. Er berührt etwas. Im ersten Moment siehst du nicht was. Und dann sind da die Augen. Sie leuchten, grün-gelb, wie die Augen eines Raubtiers im Dunkeln. Aber das hier ist kein Tier. Die Zeitgenossen nannten ihn einen Menschendämon. Nicht Mensch, nicht Dämon. Beides. Was berührt seine rechte Hand? Warum sitzt er so still? Und warum wirkt ein Gemälde von 1890 bedrohlicher als jede Horrordarstellung des Teufels? Tettenweiß, ein Dorf bei Passau in Niederbayern, 1863. Franz Stuck wird als Sohn eines Müllers geboren. Die Familie ist arm, aber der Junge zeichnet. Mit 6 kritzelt er Karikaturen für die Nachbarn. Mit 15 schicken ihn die Eltern nach München. Erst die Kunstgewerbeschule, dann mit 18 die Akademie der Bildenden Künste. Aber das Studium bringt kein Geld. Stuck verdient seinen Lebensunterhalt mit Zeichnungen für die fliegenden Blätter. Eine humoristische Zeitschrift. Witze, Karikaturen, Vignetten. Der junge Mann aus dem Dorf zeichnet Scherze für das Münchner Bürgertum. Ein Witzezeichner. So beginnt die Geschichte des Mannes, der den Teufel malen wird. (1889) Das Schicksalsjahr. Stuck stellt im Münchner Glaspalast sein erstes großes Gemälde aus. Der Wächter des Paradieses. Ein muskulöser Engel mit Flammenschwert, lichtdurchflutet, strahlend vor Kraft. 3000 Bilder hängen in dieser Ausstellung, dicht an dicht. Stucks leuchtet heraus. Er gewinnt die Goldmedaille und eine Geldsumme, die dem 10-Jahreseinkommen eines Handwerkers entspricht. 60.000 Goldmark für ein einziges Bild. Mit 26 ist der Müllersohn über Nacht berühmt. Die Münchner Künstlerszene ist gespalten. Die einen feiern ihn, die anderen nennen es Provokation. Der Debütant hat sich mit den Großen gemessen und gewonnen. Dann passiert etwas. Nur ein Jahr liegt zwischen dem Wächter und dem Luzifer. Aber es ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Buchstäblich. Der Wächter des Paradieses zeigt einen Engel im Licht. Luzifer zeigt einen gefallenen Engel im Dunkel. Stuck malte zuerst den Beschützer. Dann malte er den Feind, als hätte er eine Tür aufgestoßen und wäre hindurchgegangen. Schau jetzt auf Luzifers Haltung. Die linke Hand am Kinn, der Ellbogen auf dem Knie, die Beine zusammengepresst. Das ist die Pose eines Denkenden. Auguste Rodin schuf seinen Denker ein Jahrzehnt zuvor. Aber wo Rodin den Philosophen zeigt, zeigt Stuck den Feind. Dieser Luzifer grübelt nicht. Er plant. Jetzt achte auf den rechten Arm. Er ist nach hinten gedreht, in einer Haltung, die fast unnatürlich wirkt. Im Gemälde selbst siehst du kaum, was er berührt.
Die Dunkelheit verschluckt alles. Aber es existiert eine Radierung desselben Motivs. Stack fertigte sie als Vorstudie an. Und dort siehst du es. Flügel, riesige, dunkle Flügel, links und rechts hinter seinem Rücken. Seine rechte Hand liegt auf einem der Flügel. Er berührt das Letzte, was ihm geblieben ist. Die Flügel, mit denen er einmal flog. Es gibt auch eine weitere Vorstudie. Dunkler, roher. Dort sind die Flügel noch deutlicher und die Augen noch intensiver. Stack hat das Motiv mehrfach durchgearbeitet, bevor er die endgültige Version malte. Jede Version dunkler als die vorherige. Schau jetzt in den Hintergrund, über Luzifers Kopf. Dort hängt eine sichelförmige Lichtquelle, bläulich-weiß, schwach. Was ist das? Ein Mond? Ein Fenster? Ein Riss in der Dunkelheit? Niemand weiß es. Die Radierung lässt sie komplett weg. Stack hat nie erklärt, was dieses Licht bedeutet. Aber denk darüber nach. Luzifer ist aus dem Himmel gefallen und über ihm hängt ein letzter Schimmer von dem, was er verloren hat. Etwas, das er sehen kann, aber nie wieder erreichen wird. Und dann die Augen. Zeitgenossen beschrieben sie als das Verstörendste am gesamten Bild. Nicht, weil sie böse aussehen, sondern weil sie traurig aussehen. Ein Kritiker schrieb, was man in Luzifers Blick sehe, sei nicht der Glanz des Bösen. Es sei Verlust, Neid auf den Himmel, aus dem er fiel. Und dieser Neid nähre die Feuer der Hölle, in der er nun leben muss. Das Bild ist 161 mal 152 Zentimeter groß, fast lebensgroß. Wenn du davor stehst, steht Luzifer auf Augenhöhe. Und er schaut dich an, nicht an dir vorbei, nicht über dich hinweg, direkt in deine Augen. Du denkst, das ist die Geschichte eines Teufelsbildes, eines Gemäldes, das Minister erschreckte. Aber die eigentliche Geschichte beginnt danach. (1893). Stuck stellt ein neues Bild aus. Die Sünde. Eine nackte Frau, frontal, den Blick direkt auf den Betrachter gerichtet. Um ihren Oberkörper windet sich eine Schlange. Kein Feigenblatt, keine Scham, nur Haut und Schlange und dieser Blick. München explodiert. Die Besucher der ersten Ausstellung der Münchner Secession stehen fassungslos vor dem Bild. Manche verlassen den Raum wortlos. Erst draußen fangen sie an zu reden. Empörung, Faszination, beides gleichzeitig. Stuck hatte die Secession ein Jahr zuvor mitgegründet. Ein Aufstand gegen die konservative Akademie, gegen die Genremalerei, gegen die Kunst, die niemandem wehtut. Und sein Beitrag zu diesem Aufstand war eine nackte Frau mit einer Schlange. Die Sünde wurde sein Markenzeichen. Er malte 11 Versionen davon. Museen auf der ganzen Welt wollten sie haben. Berlin, Palermo, Seattle. Und in seinem eigenen Atelier baute er einen Altar. Einen echten Altar mit Säulen und Goldmosaik und Bronzestatuen und als Altarbild die Sünde. Dort, wo in einer Kirche das Kruzifix gehangen hätte, hing bei Stuck eine nackte Frau mit einer Schlange. Ein Mann, der den Teufel als Denker malte und die Sünde als Altarbild aufstellte. Das war Franz von Stuck. (1895) wird er Professor an der Münchner Akademie, 32 Jahre alt. Seine Schüler Wassily Kandinsky, Paul Klee, Josef Albers, Giorgio de Chirico, die Väter der abstrakten Kunst. Sie alle saßen im Klassenzimmer eines Mannes, der den Teufel malte. Stuck ließ ihnen ihre Freiheit. Er drückte ihnen keinen Stil auf. Kandinsky studierte nur kurz bei ihm. Aber Egon Schiele studierte Stucks Luzifer so besessen, dass er dem Meister einen Bettelbrief schrieb. Er nannte Stuck ein göttliches Wesen und flehte um Aufnahme in die Münchner Secession. 1897 baut Stuck seine Villa, Prinzregentenstraße, München. Er entwirft sie selbst. Jedes Möbelstück, jede Skulptur, jede Wand, ein Tempel, nicht für Gott, für die Kunst, für sich selbst. 1905 wird er in den Adelsstand erhoben. Aus Stuck wird von Stuck.
Aus dem Müllersohn ein Ritter. 1928 stirbt er. In seiner Trauerrede nennt man ihn den letzten Fürsten der großen Münchner Tage. Dann vergisst die Welt ihn. Der Erste Weltkrieg hatte alles verändert. Die jungen Maler, die er selbst ausgebildet hatte, sprengten alles, was er aufgebaut hatte. Kandinsky malte Kreise und Linien, Klee malte Träume, Albers malte Quadrate. Ihr Lehrer malte nackte Frauen mit Schlangen. Stuck wurde irrelevant, vergessen. Ein Name in Fußnoten, aber nicht für alle. Adolf Hitler sammelte Stucks Werke. Stucks Bronze-Amazone stand in Carinhall, dem Landsitz von Hermann Göring. Die Nazis sahen in seinen muskulösen Engeln das, was sie sehen wollten. Nicht den Abgrund, nicht die Sünde, nicht den Luzifer. Der Mann, der den Teufel so menschlich malte, dass sich Minister davor bekreuzigten, wurde vom dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte vereinnahmt. 1968 öffnet die Villa Stuck als Museum. Luzifer hängt noch immer in Sofia, hinter Glas. Fürst Ferdinand kaufte ihn 1891. Sein Sohn Boris III. Übergab ihn 1930 an das Nationalmuseum. Der Maler ist seit fast 100 Jahren tot. Die Minister sind vergessen. Ferdinand verlor seinen Thron. Boris starb unter mysteriösen Umständen. Hitler ist Geschichte. Göring ist Geschichte. Aber die Augen sind noch da, grün, leuchtend, still. Und sie starren immer noch.